Der grundsätzliche Aufbau eines Elektronenstrahl-Oszilloskops ist zum Arbeiten mit solch einem Gerät sehr wichtig. Obwohl moderne Oszilloskope mittlerweile anders aufgebaut sind, versuchen die Hersteller immer noch diese alte analoge Arbeitsweise zu simulieren. Wenn der komplette innere Aufbau eines analogen Oszilloskops bekannt ist, kann man grundsätzlich mit jedem Gerät arbeiten. Das vollständige vereinfachte Blockschaltbild des zuvor gezeigten Oszilloskops sieht folgendermaßen aus. Auf der linken Seite sieht man die drei Anschlussbuchsen des Geräts auf der Vorderseite. Rechts oben der Anzeigebildschirm und dazwischen sämtliche wichtigen Bedienelemente. Das Schirmbild eines Oszilloskops ist gewöhnlich in 8×10 Felder unterteilt. Ein einzelnes Feld nennt man Div für Division. Die X-Achse eines Oszilloskopbildschirms ist normalerweise die Zeitachse, deshalb wird die Einheit auf der X-Achse, der X-Ablenkfaktor, mit Sekunde pro Division bezeichnet. Auf der Y-Achse wird für gewöhnlich eine Spannung angezeigt, deshalb wird die Einheit auf der Y-Achse, der Y-Ablenkfaktor, mit Volt pro Division bezeichnet. Der Aufbau der Elektronenröhre eines klassischen Oszilloskops sieht folgendermaßen aus. Die gesamte Anordnung befindet sich in einem Vakuum, damit sich die Elektronen frei bewegen können. Wir beginnen bei der Kathode, einem einfachen Heizdraht, ähnlich wie in einer Glühlampe. Die Kathode wird durch den durchflossenen Strom so weit aufgeheizt, bis sie glüht. Dadurch treten Elektronen aus dem Draht heraus und es bildet sich eine Elektronenwolke um den Draht herum. Über die Kathode wird ein Venel-Zylinder gestülpt. Das ist nichts anderes als eine einfache Blechdose mit einem Loch in der Mitte. Danach folgt die Fokussierelektrode, ein Blechrohr, an das von außen eine Spannung von einigen Kilovolt angelegt wird. Danach folgt die Anode, an der eine Spannung von 20.000 Volt angelegt ist. Die hohe Spannung an der Anode zieht die Elektronen aus dem Venel-Zylinder und über die Fokussierelektrode bildet sich ein Elektronenstrahl. Die Elektronen aus der Elektronenwolke werden durch die Anode hindurch beschleunigt und landen dann vorne auf dem Schirm. Durch das Einschlagen der Elektronen wird die Leuchtschicht angeregt und es ist ein Punkt in der Mitte des Bildschirms zu sehen. Zwischen Anode und Schirm befinden sich noch zwei Ablenkplattenpaare. Wenn an die X-Ablenkplatten eine Spannung angelegt wird, wird der Elektronenstrahl in die eine X-Richtung abgelenkt. Bei einer negativen Spannung entsprechend in die andere Richtung. Bei den Y-Ablenkplatten passiert das gleiche, nur in Y-Richtung. Die notwendige Spannung an den Ablenkplatten liegt bei einigen 100 Volt. Die Spannung an der Fokussierelektrode ist mit diesem Bedienelement einstellbar. Hier kann man die Bildschärfe des gesamten Schirmbilds einstellen. Direkt an den beiden Ablenkplattenpaaren sitzt jeweils ein Verstärker, der die Eingangsspannungen auf eine einheitliche Größe bringt. Bei beiden Verstärkern kann man eine Gleichspannung hinzufügen, die an dem jeweiligen Bedienelement eingestellt werden kann. Das Bedienelement für den X-Verstärker nennt sich X-Pos, das Bedienelement für den Y-Verstärker Y-Pos. Hier kann man die Grundposition des Strahls für beide Achsen einstellen. Das Bedienelement X-Pos ist hier zu finden. Für Y-Pos gibt es hier zwei Einstellregler, da es sich um ein Zweikanal-Oszilloskop handelt. Oszilloskope werden im Allgemeinen so betrieben, dass die X-Achse die Zeitachse darstellt. Bei der ersten Analyse eines Oszilloskops ist es jedoch besser, dieses zuerst im XY-Betrieb zu betrachten. Bei Zweikanal-Oszilloskopen ist es immer möglich, diese in den XY-Betrieb umzuschalten. Hierbei wird der Kanal 1 als X-Kanal verwendet und der Kanal 2 als Y-Kanal. Umschalten in den XY-Modus kann man mit dieser Taste. Für eine Umschaltung in den XY-Modus muss man diese länger betätigen. Eine kurze Anleitung, was die Symbole an den Knöpfen bedeuten, gibt es hier.
Nachdem man in den XY-Betrieb umgeschaltet hat, wird aus der vorherigen Linie nur noch ein einziger Punkt. Da die gesamte Energie der Linie jetzt auf einen einzigen Punkt trifft, sollte man sofort die Strahlhelligkeit korrigieren, damit der Schirm nicht einbrennt. Wenn man bei einer Einstellung von 1 Volt pro Diff jetzt 2 Volt an den X-Eingang anlegt, wandert der Punkt um 2 Kästchen nach rechts. Wenn man jetzt bei gleichen Einstellungen an den Y-Eingang zusätzlich auch 2 Volt anlegt, wandert der Punkt noch zusätzlich 2 Kästchen nach oben. Wenn man an den Y-Eingang eine Wechselspannung anlegt, erhält man einen senkrechten Strich. Wenn man an den X-Eingang eine Wechselspannung anlegt, erhält man einen waagrechten Strich. Wenn man an beide Kanäle unterschiedliche Wechselspannungen anlegt, erhält man eine Lissajous-Figur. Der Eingangsabschwächer sitzt zwischen dem jeweiligen X- und Y-Verstärker und den zugehörigen BNC-Anschlussbuchsen. An ihm kann man einstellen, in welchem Größenbereich die angelegten Spannungen auf dem Schirm erscheinen sollen. Die zugehörige Einheit des Eingangsabschwächers ist immer Volt pro Diff, inklusive den vorgesetzten Einheitenpräfixen. Die Eingangsabschwächer in Oszilloskopen schwächen nicht nur ab, sondern verstärken auch manchmal. Das Besondere an ihnen ist, dass sie immer mit einer 1-2-5-Teilung arbeiten. Da die 2 und die 5 auf einer logarithmischen Skala innerhalb einer Dekade gleichmäßig verteilt sind, findet man mit der 1-2-5-Teilung leichter die gewünschte Einstellung. Der Eingangsabschwächer ist bei diesem Oszilloskop zweimal vorhanden, da es sich um ein Zweikanal-Oszilloskop handelt. Er ist hier für den Kanal 1 und hier für den Kanal 2. Bei der Eingangskopplung handelt es sich um ein Element, welches noch vor dem Eingangsabschwächer eingefügt ist. Bei diesem Element kann man wählen, ob man den Gleichanteil eines angelegten Signals entfernen möchte oder das komplette Signal angezeigt wird oder 0 Volt. Die Eingangskopplung kann man für Kanal 1 hier einstellen und für Kanal 2 hier. Für eine Darstellung der X-Achse als Zeitachse muss der Lichtpunkt von links nach rechts gleichmäßig über den Schirm wandern. Wenn er am rechten Ende angekommen ist, sollte er so schnell wie möglich wieder nach links befördert werden. Zusätzlich sollte bei diesem Rückflug nach links die Strahlhelligkeit auf 0 sein. Um all das zu erreichen, muss man an den X-Kanal eine Sägezahnspannung anlegen. Bei der fallenden Flanke der Sägezahnspannung wird der Strahl zusätzlich noch dunkel getastet. Der Sägezahngenerator für die Zeitablenkung wird in der Oszilloskopsprache Zeitbasis genannt. Die zugehörige Einheit der Zeitbasis ist Sekunden pro Diff. Da ein Oszilloskopbildschirm in X-Richtung immer 10 Kästchen aufweist, entspricht die Signalfrequenz des Sägezahngenerators ungefähr dem Kehrwert der 10-fachen Zeitbasis. Die Frequenz des Sägezahngenerators der Zeitbasis kann hier eingestellt werden. Wenn man jetzt an den Y-Kanal eine Sinusspannung anlegt und die Zeitbasis auf eine geeignete Größe stellt, wird Folgendes passieren. Die Frequenz der Sinusspannung und die Frequenz der Zeitablenkung werden immer unterschiedlich sein. Deshalb wird bei jedem Schirmdurchlauf ein anderer Teil der Sinusspannung angezeigt. Auf dem Oszilloskopbildschirm sieht das dann so wie hier aus. Alles wird übereinander gezeichnet und man kann nichts erkennen. Um ein brauchbares Oszilloskop zu erhalten, fehlt noch eine Komponente. Damit man ein stehendes, helles Schirmbild erhält, muss die Zeitbasis mit dem Eingangssignal synchronisiert werden. Diesen Vorgang nennt man in der Oszilloskopsprache Triggerung. Die dazugehörige Komponente nennt man Triggerverstärker. Der Triggerverstärker wartet nach jedem Durchlauf, bis die Y-Eingangsspannung eine bestimmte Größe erreicht hat.
Erst nach Überschreiten dieser Größe wird die Zeitablenkung der X-Achse gestattet. Dadurch, dass der Lichtpunkt jetzt jedes Mal das gleiche Bild zeichnet, erscheint durch die Nachleuchtdauer der Bildröhre ein helles und stabiles Schirmbild. Die Stelle des Triggerpunkts, der Triggerlevel, ist einer der wichtigsten einzustellenden Größen bei einem Oszilloskop. Den Triggerlevel kann man an dem Knopf mit der Beschriftung Level einstellen. An dem Knopf daneben kann man einstellen, ob die Zeitbasis bei Überschreiten oder Unterschreiten des Triggerlevels gestattet werden soll. Der Knopf hat, wenn man ihn länger drückt, noch eine zweite wichtige Funktion. Man kann hier zwischen Trigger Normal und Trigger Automatik hin und her schalten. Die Einstellung Normal entspricht genau dem beschriebenen Verhalten. Die Einstellung Auto erzeugt automatisch ein Triggersignal, auch dann, wenn die Eingangsspannung den Triggerlevel nicht kreuzt. Die Auto-Einstellung ähnelt somit einer Timeout-Funktion. Die Einstellung Auto ist bei den meisten Oszilloskopen die Standardeinstellung, weil sonst ohne Eingangssignal auf dem Bildschirm überhaupt nichts zu sehen wäre. Nur bei sehr langsamen Frequenzen muss man auf Normal umstellen, damit das Timeout des Triggerverstärkers nicht dem echten Triggervorgang zuvorkommt. Damit der Triggerverstärker weiß, auf welches Eingangssignal er reagieren soll, gibt es hier noch ein weiteres Bedienelement, die Trigger Source. Hier kann man einstellen, ob der Triggerverstärker mit Kanal 1 verbunden wird oder mit Kanal 2 oder dem zusätzlichen dritten Anschluss externen Trigger. Das Bedienelement für die Trigger Source ist hier zu finden. Der Knopf hat noch eine zweite Funktion, wenn man ihn länger drückt, wird der alternierende Triggerbetrieb eingeschaltet. Hier versucht das Oszilloskop bei beiden Kanälen auch bei unterschiedlichen Frequenzen zwei stabile Triggerbilder zu erzeugen. Bei der Einstellung Ext wird der Triggerverstärker mit der dritten Buchse, Triggerung extern, verbunden. Das letzte wichtige Bedienelement der Triggereinheit heißt Trigger Mode. Hier wird direkt vor den Triggerverstärker ein analoges Filter davor geschaltet. Bei dem Trigger Mode Filter gibt es einige Standardeinstellungen, die bei fast allen Oszilloskopen gleich sind. Zum Beispiel HF für hohe Frequenzen im Megahertz-Bereich, NF für Frequenzen im Hertz-Bereich, AC, es werden alle Gleicheinteile herausgefiltert, DC heißt ganz ohne Filter. Dann gibt es oft noch die Einstellung TV, hier werden Fernsehsignale bevorzugt, und NR für Rauschunterdrückung. Die Auswahl des Trigger-Mode-Filters kann man hier einstellen. Bei diesem Modell hier gibt es ganz unten im Menü noch eine weitere Triggereinstellung, die wie eine Sinuswelle aussieht. Hier kann man den Triggerverstärker direkt mit der Netzwechselspannung verbinden. Das ist manchmal sehr vorteilhaft, wenn man netzsynchrone Vorgänge aufzeichnen will, die sehr stark verrauscht sind. In einer Oszilloskop-Bildröhre wird nur ein einziger Elektronenstrahl erzeugt. Wenn man trotzdem mehr als einen Kanal darstellen möchte, gibt es zwei Verfahren, das zu ermöglichen. Das eine ist der alternierende Betrieb. Hier wird für jeden Kanal einzeln ein kompletter Schirmdurchlauf durchgeführt. Diese Methode ist ideal für hochfrequente Signale. Die zweite Methode ist der Chopperbetrieb. Hier wird nur ein einziger Schirmdurchlauf erzeugt und es wird zwischen den Kanälen schnell hin und her geschaltet. Diese Methode ist ideal für niederfrequente Signale. Die meisten Oszilloskope wechseln zwischen dem alternierenden und dem Chopperbetrieb automatisch hin und her, je nach eingestellter Zeitablenkung. Man kann hier aber trotzdem den Chopperbetrieb erzwingen, indem man diese beiden Tasten gleichzeitig zweimal kurz hintereinander betätigt. Heutzutage verfügen fast alle modernen Oszilloskope über irgendeine Speichertechnik. Früher war das nicht so. Es gab genau 3 Gründe, wofür eine Speichertechnik unbedingt notwendig war. Zum Sichtbarmachen von einmaligen Vorgängen, für sehr langsame Signale und zur Weiterverarbeitung und Dokumentation von aufgezeichneten Messsignalen. Ein typisches modernes Speicheroszilloskop hat folgenden Aufbau. Das Herzstück besteht aus einem Flash-Analog-Digital-Konverter, einem FIFO-RAM
und einer schnellen FPGA-Steuerung. Der User gibt mit einem Wahlschalter, der direkt an der Timebase dranhängt, die Abtastfrequenz vor. Ein kleiner Steuercomputer stellt den FPGA-Controller so ein, dass er nach einem Startsignal das komplette FIFO-RAM mit den AD-Wandlerdaten vollschreibt. Danach wird der Inhalt des FIFO-RAMs über eine langsamere Schnittstelle von dem Steuercomputer ausgelesen und auf einem Bildschirm dargestellt. Bei allen digitalen Speicheroszilloskopen taucht ein Problem auf, welches es bei analogen Geräten nicht gibt: Anti-Alias. Die rote Linie stellt das zu messende Signal dar, welches an den blauen Punkten abgetastet wird. Danach werden die abgetasteten Punkte wieder zu dem grünen Signal neu zusammengesetzt. Die Abtastfrequenz liegt hier jedoch unter der Signalfrequenz. Laut Abtasttheorem müsste die Abtastfrequenz mehr als zweimal so groß sein wie die höchste Signalfrequenz. Wenn das Abtasttheorem, wie hier, stark verletzt wird, kommt es bei der Rekonstruktion des Signals zu starken Fehlern. Das liegt daran, dass bei allen digitalen Oszilloskopen kein zur Abtastfrequenz passendes Anti-Alias-Filter eingebaut ist. Der User muss sich bei digitalen Speicheroszilloskopen immer selbst um das Problem der Anti-Alias-Fehler kümmern. Das ist eine wichtige Tatsache und sollte bei der Benutzung von digitalen Speicheroszilloskopen niemals vergessen werden. Der wichtigste Parameter von allen Oszilloskopen ist die Analogbandbreite oder auch Grenzfrequenz. Hier der Frequenzgang eines typischen 50 MHz Oszilloskops. Ein 50 MHz Oszilloskop bedeutet nicht, dass es bis 50 MHz einwandfrei funktioniert. Die Frequenzangabe ist immer die Frequenz, bei der die Amplitude schon um 3 dB abgesunken ist. Diese Angabe gilt jedoch nur bei Sinusgrößen. Da bei allen anderen Wellenformen deutliche Oberwellen enthalten sein können, gibt es als Faustregel, dass man bei der Benutzung von Oszilloskopen ungefähr Faktor 10 von der Angabe der Analogbandbreite entfernt arbeiten sollte. Hier noch das Beispiel eines Frequenzgangs eines sehr preisgünstigsten 100 MHz Oszilloskops. Man sieht hier, dass man damit nicht unbedingt bessere Ergebnisse erhält als mit einem 50 MHz Oszilloskop. Der Wert der Analogbandbreite ist so wichtig, dass er immer bei jedem Oszilloskop auf der Frontplatte aufgedruckt ist. Er ist bei diesem Gerät hier zu finden. Die Angabe direkt darunter ist die maximale Abtastfrequenz des Digitalteils. Die beiden Angaben werden oft verwechselt, obwohl sie nichts miteinander zu tun haben. Die Eigenanstiegszeit eines Oszilloskops ist ein sehr wichtiger Wert, der jedoch nicht direkt auf dem Gerät vermerkt ist. Sie ist die kürzeste Flankenanstiegszeit, die man mit einem Oszilloskop messen kann. Man kann sie sehr leicht mit dieser Formel ausrechnen. Man benötigt dazu die Analogbandbreite des Oszilloskops, hier zum Beispiel 40 MHz, und erhält dann 8,75 Nanosekunden. Der methodische Fehler eines Oszilloskopeingangs entsteht in der Hauptsache durch die Streukapazität des ersten Elements des Eingangsverstärkers. Der Eingangswiderstand liegt in der Regel bei 1 Megaohm. Die Eingangskapazität je nach Oszilloskopausführung zwischen 5 und 50 Picofarad. Der Wert ist so wichtig, dass er auch immer auf der Frontplatte der Geräte vermerkt ist. Hier für Kanal 1 und hier für Kanal 2. Das Problem wird deutlich, wenn man den Blindwiderstand des Eingangskondensators bei zum Beispiel 24 MHz Signalfrequenz ausrechnet. 24 MHz ist eine noch nicht so sehr hohe Frequenz. Trotzdem kommt hier ein Blindwiderstand von 368 Ohm raus. Dieser niedrige Widerstand würde die zu messende Schaltung so stark belasten, dass diese eventuell nicht mehr korrekt funktioniert. Als weiteres Problem kommt noch hinzu, dass man das Oszilloskop ja irgendwie mit seiner zu testenden Schaltung verbinden muss. Da es sehr unpraktisch wäre, das gesamte Gerät an seinen Testaufbau dran zu halten, erfolgt die Verbindung üblicherweise mit Kabeln. Für eine bequeme Handhabung ist eine Kabellänge von 1 Meter üblich. Gewöhnliche abgeschirmte Kabel haben in der Regel eine Kapazität von 100 Picofarad pro Meter.
Das führt leider dazu, dass sich die Eingangskapazität nochmal um 100 Picofarad erhöht. Als Endergebnis kommt jetzt ungefähr 55 Ohm raus. Das ist jetzt für eine brauchbare Messung für ein Spannungsmessgerät vollkommen ungeeignet. Was könnte man jetzt tun, um doch noch ein brauchbares Oszilloskop zu erhalten? Die erste Idee ist, einen 9 Megaohm Widerstand vor den Eingang zu schalten. Dieser bildet dann zusammen mit dem Eingangswiderstand von einem Megaohm einen Spannungsteiler geteilt durch 10. Somit erhält man jetzt einen Oszilloskopeingang, der einen Eingangswiderstand über 9 Megaohm hat. Allerdings bildet jetzt der 9 Megaohm Widerstand zusammen mit der Eingangskapazität des Oszilloskops und dem dazwischenliegenden Kabel einen Tiefpass, dessen Grenzfrequenz bei ca. 1 kHz liegt. Für eine korrekte Funktion fehlt hier noch ein Element. Die beiden Widerstände ergeben einen Spannungsteiler geteilt durch 10 für Gleichspannungen. Man benötigt zusätzlich noch einen Spannungsteiler geteilt durch 10 für Wechselspannungen. Man muss parallel zu dem 9 Megaohm Widerstand noch einen Kondensator schalten. Dieser bildet zusammen mit der Kabelkapazität und der Eingangskapazität des Oszilloskops einen Wechselspannungsteiler geteilt durch 10. Da jedes Oszilloskop eine andere Eingangskapazität hat, ist hier ein einstellbarer Kondensator nötig. Diese komplette Anordnung gibt es als fertiges Gerät zu kaufen und nennt sich Tastteiler oder Tastkopf. Tastteiler gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen. Die Einstellschraube zum Abgleich des verstellbaren Kondensators befindet sich bei diesem Modell hier. Dieses Modell verfügt auch über einen Umschalter, mit dem man zwischen dem Teiler 1:1 und 1:10 hin und her schalten kann. Die Einstellung 1:1 verhindert den methodischen Fehler jedoch nicht und degradiert das Gerät damit zu einer relativ teuren Prüfspitze. Manche Tastteiler teilen dem Oszilloskop über einen zusätzlichen Erkennungspin mit, dass sie jetzt angeschlossen sind. Das Oszilloskop kann dann automatisch seine Anzeige auf 1/10 reduzieren. Alle Komponenten eines üblichen Tastteilers sind darauf abgestimmt, die angelegte Spannung durch 10 zu teilen. Bei manchen Tastteilern ist ein Schalter vorhanden, mit dem man die Teilung auf 1:1 umstellen kann. Die Einstellung 1:1 sollte jedoch am besten nie verwendet werden, weil durch sie viele Nachteile entstehen. Das Kabel, welches sich zwischen Messspitze und BC-Buchse befindet, ist als verlustbehaftete Leitung ausgelegt. Dies dient dazu, damit Signalreflexionen, die sich zwischen der Messspitze und dem BNC-Stecker hin und her bewegen, schnell abgebaut werden. Wenn man den Schalter jetzt schließt und damit auf 1:1 umstellt, bildet der Kabelwiderstand zusammen mit der Eingangskapazität des Oszilloskops einen Tiefpass mit einer Grenzfrequenz von ungefähr 20 MHz. Das heißt, eine Messung von Frequenzen über 20 MHz ist mit dieser Anordnung nicht möglich. Bei diesem Oszilloskop kann man dem Gerät manuell mitteilen, ob ein Tastteiler 1:10 angeschlossen ist. Wenn man diese Taste länger drückt, schaltet man für Kanal 1 zwischen 1:1 und 1:10 hin und her. Das gleiche gilt für diese Taste für Kanal 2. Bevor man einen Tastkopf für eine Messung benutzen kann, sollte man diesen an dessen Stellschraube abgleichen. Für diesen Abgleichvorgang benötigt man eine Rechteckspannung im Bereich um 1 kHz. Dafür ist in jedem Oszilloskop ein Rechteckgenerator eingebaut, mit dem man den Tastkopf abgleichen kann. Der Anschluss für den Tastkopf ist hier, der hier direkt in das Loch eingesteckt werden kann. Mit dem Schalter daneben kann man die Frequenz auf 1 MHz umschalten, da manche Tastköpfe noch einen zweiten Abgleichspunkt bei 1 MHz benötigen. Das Abgleichbild auf dem Schirm sollte dann folgendermaßen aussehen. Wenn der Kondensator des Tastteilers zu groß ist, ergibt sich dieses Bild. Ist er zu klein, ergibt sich dieses Bild. Wenn alles korrekt abgeglichen ist, sollte sich eine einwandfreie Rechteckspannung ergeben. Wenn man mit noch wesentlich höheren Frequenzen arbeiten möchte, kommt man mit passiven Tastteilern nicht unter die Grenze von einigen Picofarad. Man muss dann auf aktive Tastteiler umsteigen.
Dieses Modell hier hat zum Beispiel eine Eingangskapazität von nur noch 0,9 Picofarad. Aktive Tastteiler benötigen jedoch eine Stromversorgung und enthalten deshalb entweder eine Batterie oder sie werden direkt von dem Oszilloskop mit einer Spannung versorgt. Die Versorgung der aktiven Tastteiler ist über die unterschiedlichen Hersteller hinweg leider nicht einheitlich. Auf fast allen Oszilloskopbildschirmen sind zusätzlich zu dem gewöhnlichen Raster noch 4 zusätzliche Linien enthalten. Diese sind mit 0%, 10%, 90% und 100% beschriftet. Diese Linien dienen dazu, die Anstiegszeit einer Flanke zu messen. Die Flankenanstiegszeit ist definiert als die Zeit, die vergeht von 10% des Signals bis zu 90% der Spannung des Gesamtsignals. Für die Messung der Anstiegszeit einer Flanke mit einem Oszilloskop gibt es folgendes Kochrezept. Man stellt zuerst die X-Ablenkung so ein, damit einige Pulse gut auf den Bildschirm passen. Danach aktiviert man bei dem Oszilloskop die variable Verstellung der Y-Ablenkung. Diese Funktion aktiviert man durch längeres Drücken des Knopfes unter dem jeweiligen Ablenkfaktor. Jetzt dreht man so lange an dem Y-Ablenkfaktor-Stellrad, bis die untere und obere Grenze der unbekannten Spannung genau auf der 0% und 100% Linie liegen. Dann dreht man den X-Ablenkfaktor so weit auf, bis genau eine Flanke in der Mitte des Bildschirms liegt. Zum Schluss kann man jetzt die Anstiegszeit an den Schnittpunkten der 10% und der 90% Linie ablesen.